Unser Geschäftsmodell, wir machen Prozessberatung im Integrated Planning, S&OP, können wir uns ohne IBP nicht vorstellen. Seit über 7 Jahren optimieren wir Planungsprozesse im SAP, sei es mit SAP ERP, APO, neuerdings auch S4. Und ganz ehrlich, wir kommen mit diesen Tools an die Grenzen. Beispiel APO, super Funktionalitäten, man kann alles abbilden, was man braucht. Benutzeroberfläche, fehlende Realtime-Fähigkeit sind mittlerweile No-Gos, nicht mehr up-to-date. IBP ist die absolute Revolution bei den IBP-Werkzeugen. Es gibt mehrere technische Functionalities, wo man sich vom Markt abgrenzen kann. Wir sind absolut Cloud-basiert, das ist die Digitalisierung pur. Wir haben keine doppelte Datenhaltung, also einen Datentopf, auf den wir zugreifen. Und den letzten Punkt, den ich nennen möchte, 3 verschiedene User-Interfaces gab es noch gar nie. Fiori-App, Mobile, Excel, Add-in. All das sind für uns klare Argumente, warum wir IBP machen müssen, und wir sind uns sicher, dass wir uns jetzt noch viel leichter tun, Kunden davon zu überzeugen, dass SAP ein richtiges Planungswerkzeug ist. Ja, leider gibt es da viele Fallen, in die man tappen kann. Ich will mich da mal am Prozess entlang hangeln. Oftmals machen Kunden keine ABC-Klassifizierung, wissen gar nicht, was ich plane, was ich verbrauchsgesteuert betrachte. Dann geht es schon los. Wir haben so viele Stakeholder, die integriert werden müssen. Oftmals gelingt es nicht, beispielsweise die Financial-Leute mit zu integrieren, was die Budgetplanung angeht. Noch viel schwieriger ist es bei den Sales-Leuten, weil es da einfach darauf ankommt, Sales-Leute nur dann aktiv zu involvieren, wenn man die tatsächlich braucht. Der Rattenschwanz zieht sich dann weiter ins Demand-Planning. Da ist es äußerst schwierig, das weiß ich seit Jahren, dass man dem Demand-Planner genau die Informationen gibt, die er braucht mit technischer Unterstützung. Und zuletzt ist die Verprobung des Demands gegen Supply, also die Verifizierung des Forecasts gegen Kapazität und Fehlteile, auch eine Wahnsinnsherausforderung. Das klappt nicht immer. Und unser Erfolgsrezept da ist und bleibt die integrierte Prozess- und SAP-Beratung inklusive Organisation. Und wir brauchen IBP, um unsere Kunden von dem neuen Tool und von unserem Gesamtkontext zu überzeugen.